Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute einen Roggensauerteig herstellen. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Jedes Mal, wenn ich mir irgendwie einen Fertigsauerteig kaufen möchte, dann sind die Regale irgendwie komplett leer. Darum habe ich mir gedacht, ich mache heute mal meinen eigenen Sauerteig. So, was habe ich da? Ich habe 50 Gramm Roggenvollkorn, das habe ich mir frisch gemahlen. Und dazu habe ich dann 50 Gramm Wasser. Mehr brauchen wir nicht, den Rest macht die Natur. Ich werde also als erstes einfach die 50 Gramm Roggenmehl in ein Gefäß geben. Dann füge ich den 50 Gramm Wasser hinzu. Verrühre das Ganze zu einem doch recht zähflüssigen Brei. Und das war es auch schon, denn jetzt lasse ich das Ganze für 36 Stunden abgedeckt mit einem Tuch an einen warmen Ort gehen. Es sollte nicht luftdicht abgeschlossen sein, also wir brauchen den Sauerstoff, damit also die Bakterien arbeiten können. Aber es sollte schon abgedeckt sein, um es eben halt vor Insekten oder Staub zu schützen. Auch am zweiten Tag machen wir genau dasselbe. Wieder 50 Gramm Roggenmehl mit 50 Gramm Wasser vermengen. Und dann für weitere 24 Stunden abgedeckt ruhen lassen. Am dritten Tag nehmen wir nun 100 Gramm Roggenmehl und 100 Gramm Wasser. Das Ganze verrühren wir wieder. Und stellen es wieder für die nächsten 24 Stunden abgedeckt an einen warmen Ort. Dies ist nun das Ergebnis am vierten Tag. Und du kannst ganz deutlich sehen, das Volumen hat sich mehr als verdoppelt, was bedeutet, dass da richtig Leben drin ist. Es riecht herrlich, aromatisch, leicht säuerlich. Das soll es ja aber auch. Und aus diesem Ansatz kann ich dann nun wiederum mit Mehl und Wasser mein Roggenbrot herstellen. So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.